Eine Welt, in der Flive keine Bugs, keine Fehler und keine Botte hat. Das wäre wirklich ein Traum. Leider ist es aber so, dass wir in dieser Welt nicht leben. In der Realität ist es so, dass das Spiel leider sehr viele Fehler hat und heute wollen wir uns 10 Gründe angucken, 10 negative Gründe, warum ihr kein Flive mehr im Jahr 2024 spielen solltet. Und wir starten direkt mit Grund Nummer 1. Und zwar ist es so, dass das Spiel mittlerweile nur noch eine sehr kleine Community hat. Es gibt zwar noch verschiedene Server auf der Welt, die alle ungefähr ähnlich populiert sind. Allerdings ist es so, dass die Community schon stark abgenommen hat. Dafür gibt es verschiedene Gründe, auf die ich jetzt in dem Punkt nicht unbedingt eingehen will. Es ist aber auf jeden Fall so, dass wenn man hier auf Flaris Channel 1 schaut, dass hier wirklich nicht viel los ist. Natürlich sind die meisten Leute in der Stadt rumstehen AFK, keine Frage. Aber man sieht im Vergleich zu früher, wo hier ganz Flaris komplett voll mit Shops war, es ist vielleicht noch 10% davon übrig, was sehr schade ist. Es ist schön, dass trotzdem noch Leute online sind und Leute spielen. Und natürlich darf man nicht vergessen, nicht alle Leute stehen AFK in der Stadt rum. Viele Leute sind gerade am Leveln, Farmen und so weiter. Das heißt, das hier ist definitiv nicht alles, aber es ist deutlich weniger geworden. Der zweite Grund scheint für viele vielleicht nicht so relevant zu sein, aber wenn man wirklich aktiv live spielt, ist das tatsächlich ein großes Problem. Und zwar gibt es keinen Logout-Button mehr. Wer früher auf Live gespielt hat, weiß, über den Beenden-Button gab es immer den Ausloggen-Button und der existiert nicht mehr. Das heißt, der einzige Weg, das Spiel neu zu starten oder einen anderen Charakter online zu holen, ist, das Spiel komplett zu beenden und einen neuen Klienten zu starten und sich dann extern in dem Klienten einzuloggen, was ein zusätzlicher Zwischenschritt ist zu früher. Und das bedeutet einfach, neue Charakter online holen oder zusätzliche Charakter online holen, dauert wesentlich länger, oder auch den Charakter zu wechseln, dauert wesentlich länger als früher und ist schon extrem nervig. Der nächste Grund hat mit Power Creep zu tun. Power Creep in dem Sinne, dass die Werte im Spiel immer abnormalere Höhen erreichen, immer abstrusere Werte sind. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen, also lebenstechnisch, man kann mittlerweile über 2 Millionen Leben haben auf einem Charakter. Abnormal. Und damage-technisch ist es das gleiche, man kann mehrere Millionen Schaden mit einem einzelnen Schlag machen. Und, also ich weiß nicht, was der aktuelle Rekord ist, aber es ist abnormal viel. Und viele Leute können halt damit einfach nichts mehr anfangen. Ja? 2 Millionen Leben ist insane, mehrere Millionen Schaden ist insane. Und das ist für viele halt, die früher gespielt haben, wo 20.000 Schaden schon extrem viel war oder 30.000 Schaden. Und genauso bei HP, wo 10.000 HP oder 15.000 HP viel war, ist es einfach unfassbar schwierig, damit noch irgendwas anzufangen. Das aktuelle Maximallevel im Spiel ist übrigens Level 190. Es gibt aber kein normales Levelgebiet, um auf Level 190 zu leveln. Auch das ist für viele ein Riesenproblem, denn das höchste Premium-Gebiet, das im Spiel existiert, wurde am 26. Juli 2023 released, und zwar der verfluchte Keller. Und der verfluchte Keller ist ein Levelgebiet mit Level 170 Monstern, was im Endeffekt einfach Tower B5 ist, nur mit anderen Monstern. Und das Problem hierbei ist halt, wenn du auf Level 190 leveln willst, sind Monster auf Level 170 halt viel zu niedrig. Und es gibt zwar einen Dungeon mit höheren Monstern, wo man theoretisch auch leveln kann, ja. Allerdings sind diese Monster alles Bossmonster. Und das heißt, dort zu leveln ist extrem anstrengend, man braucht extrem gutes Equipment und es ist trotzdem extrem mühselig, viel mühseliger, als wenn man massenweise Monster töten könnte in einem, in Anführungszeichen, normalen Levelgebiet oder Premium-Gebiet. Was ich als nächstes sage, kann man entweder als positiv oder negativ auslegen, je nach Blickwinkel. Es ist beides, würde ich sagen. Und zwar Updates. Also das Spiel wird noch aktiv geupdatet. Das letzte Update kam erst im Dezember 2023. Das ist grundsätzlich schon mal gut und da wird auch tatsächlich auf die Spieler eingegangen. Zum Beispiel gab es endlich die Zweihandwaffenfusion für Baruna-Gegenstände, auf die man seit literally mehr als 10 Jahren gewartet hat. Also wirklich, das wollten die Spieler schon seit Ewigkeiten und wir haben es endlich bekommen. Was man aber wiederum bemängeln muss, ist, die Updates werden immer seltener, logischerweise. Ich meine, man sieht ja, es ist nicht mehr so viel los wie früher, das heißt, die Priorität ist nicht mehr so da, das Spiel häufig zu updaten. Und auch der Umfang der Updates ist nicht mehr gigantisch. Das war zwar kein extrem kleines Update, muss man fairerweise sagen, aber es war jetzt auch kein extrem großes Update. Zum Beispiel das neue Levelgebiet, wenn das noch dabei gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, cooles, großes Update. Es war aber nicht dabei und entsprechend waren es doch viele Kleinigkeiten, ein paar größere Sachen, aber für ein Update, auf das man doch auch wieder relativ lange gewartet hat, 1,5 Jahre müssten es knapp gewesen sein, ist es nicht allzu groß gewesen und das nächste Update wird halt wahrscheinlich auch wieder 1 bis 1,5 Jahre dauern. Und das ist schon eine sehr lange Zeit, auf die man hier auf ein neues Update warten muss. Über den nächsten Punkt zu reden, tut richtig weh. Denn es ist Duping. Der Hauptgrund, warum die allermeisten Leute, der Nummer 1 Grund, warum die allermeisten Leute irgendwann mit Flive aufgehört haben und meiner Meinung nach auch der Nummer 1 Grund, warum das Spiel heute nur noch so wenige Spieler hat
und warum das Spiel letztendlich als gescheitert betrachtet werden kann, wenn man jetzt wirklich die vollen 20 Jahre der Geschichte von Fly-F anguckt. Denn wenn es das nicht gegeben hätte, wären wir heute wahrscheinlich an einem ganz anderen Punkt, wir hätten heute wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel, wir hätten heute wahrscheinlich viel mehr Spieler. Klar ist das alles nur theoretisch, das kann man nicht wissen, aber ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es so ist, dass alles oder sehr viel Negatives, was jemals mit diesem Spiel passiert ist, einfach mit dem Duping zusammenhing. Was ist Duping? Es ist einfach das Multiplizieren oder Duplizieren von Gegenständen mit Hilfe von Bugs, mit Hilfe von verschiedensten Sachen, will ich gar nicht genau drauf eingehen. Es gibt verschiedene Methoden, es gab schon immer verschiedene Methoden und wenn mal eine gefixt wird, wird immer eine neue gefunden, spielt keine Rolle. Das Spiel ist einfach zu lückenhaft, um alle Methoden zu fixen und es ist einfach das größte Problem der Geschichte von Fly-F. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, wenn es das nicht gegeben hätte, wären wir heute, wie gesagt, ganz woanders. Das ist der Nummer 1 Grund, warum die meisten Leute gequittet haben. Und solange sie das Duping nicht 100% unter Kontrolle bekommen, kann sich dieses Spiel niemals wieder an einem Punkt regenerieren, wo man sagen kann, es geht wieder stark bergauf, wir können wieder zu einem Punkt zurückkehren, wo wir vor 10, vielleicht vor 15 Jahren waren, was die Spieleranzahl angeht. Das kann niemals passieren, solange Duping existiert. Ich merke gerade, die düstersten Punkte habe ich mir alle für den Schluss aufgehoben, aber hey, so ist das Leben. Der nächste Punkt sind Bots. Bots, muss ich ehrlich zugeben, haben mittlerweile keine extreme Relevanz mehr in Fly-F. Einfach dadurch, dass die Spielerbase so krass abgenommen hat, dass nicht mehr so viele Leute online sind. Das heißt, wenn man mal einen Bot sieht, ist es ziemlich offensichtlich, dass es einer ist. Und was auch cool ist mittlerweile, also ist auch wieder ein positiver und negativer Punkt, es gibt zwar noch Bots, aber wenn man tatsächlich Bots entdeckt, dann muss man eigentlich relativ einfach nur über den Discord den Bot reporten und ein Moderator kümmert sich relativ zeitnah darum und bannt den weg. Das heißt, auch das ist wieder positiv und negativ. Also positiv ist, die Bots werden relativ schnell gebannt, wenn man einem begegnet. Negativ ist, es existieren Bots, die so lange farmen, bis sie jemand reportet. Und das ist natürlich trotzdem grundsätzlich was Negatives. Einer der größten Fehler der Fly-F-Geschichte ist noch nicht lange her und ist in den 2020er Jahren passiert. Das werdet ihr mir nicht glauben, die Leute, die es nicht mitbekommen haben, aber es ist tatsächlich so. Und zwar hat Gala diesen Fehler selbst verursacht. Sie haben nämlich den Publisher von Fly-F, den langjährigen, der auch G-Potato damals übernommen hat, Webzen, abgestoßen, um mit Play-to-Bit das Game selbst weiter zu verwalten. Und was das bedeutet hat für das Spiel, ist einfach Folgendes. Hört sich jetzt im ersten Moment nicht so schlimm an, aber was das bedeutet hat, war einfach Folgendes. Und zwar haben alle Leute einen Monat Zeit gehabt, ihre Accounts von Webzen, also jeder Spieler, der jemals Fly-F gespielt hat, das sind über 50 Millionen Accounts gewesen, 50 Millionen Accounts, hatten einen Monat Zeit, alle ihre Accountdaten, alle ihre Accounts von Webzen auf Play-to-Bit zu übertragen. Und jeder, der das nicht gemacht hat in dieser Ein-Monatsfrist, hat alle seine Charakter, alle seine Items und alle seine Accounts unwiderruflich für immer verloren. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, das war erst vor ein paar Jahren, die allermeisten Leute haben das nicht mitbekommen, weil jeder, der zu dem Zeitpunkt nicht gespielt hat, hat das im Endeffekt nicht mitbekommen. Ich habe zwar mein Bestes getan, ich habe sehr viele Videos hochgeladen, ich habe jeden Tag darüber geredet in dem einen Monat und ich denke, wir haben damit einige Leute erreicht, aber nicht im Ansatz 50 Millionen Menschen. Oder 50 Millionen Accounts, besser gesagt. Ich meine, es sind nicht 50 Millionen Menschen, eher 50 Millionen Accounts. Aber trotzdem, es ist so eine unnormale Anzahl, die in einem Monat Zeit hatte, alles zu übertragen. Und natürlich ist das nicht passiert. Und ich kriege heute noch, 3 Jahre später, kriege ich heute noch Nachrichten. Hey, kann ich irgendwie meine alten Accounts wiederherstellen? Nein, geht nicht, sind für immer verloren. Und alles ist Galas Schuld. Worauf ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, der nächste Grund heißt Fly-F Universe. Es gibt mittlerweile tatsächlich einen Nachfolgetitel von Fly-F, nicht Fly-F 2, leider nicht, aber Fly-F Universe. Fly-F Universe ist mehr oder weniger das gleiche Spiel wie Fly-F, lediglich der größte Unterschied ist, dass es im Browser stattfindet und dass sie alle Updates nochmal mit einem neuen Twist aufspielen. Das heißt also, sie nehmen ja den Content von Fly-F PC zum Großteil her, ändern ihn aber ab und zwar so, dass man ihn nochmal ganz neu enjoyen kann, ganz neu erleben kann. Das heißt, sie verändern Dungeons, sie verändern Dungeon-Systeme, sie verändern Levelgebiete, designen alles neu, es gibt neue Grafiken und so weiter und so weiter. Viele neue Sachen und fokussieren sich halt, also Gala fokussiert sich hauptsächlich auf dieses neue Spiel. Das heißt, die meiste Kohle fließt dort rein, die meiste Kohle wird dort auch eingenommen und es ist momentan einfach das Hauptprojekt von Gala. Was natürlich auch wieder ein Grund ist zu sagen, naja, wenn das Hauptprojekt ist, wo viel mehr Updates kommen, wo viel mehr Geld reingesteckt wird, wo viel mehr Zeit reingesteckt wird vom Entwickler, dann ist das ja logischerweise auch das Spiel, was man wahrscheinlich eher spielen sollte oder will, einfach weil es logisch erscheint. Und das ist auch für viele Leute der Grund,
warum man eher Flive Universe als Flive spielt. Und der letzte Grund ist ein spezifischer Bug. Stellvertretend steht natürlich für alle Bugs, die schon ewig im Spiel sind und nicht gefixt werden. Das sind unzählige, da braucht man jetzt nicht auf alle eingehen. Aber einer der nervigsten Bugs im Game, den ich jemals gesehen habe in irgendeinem Videospiel, ist folgender. Und zwar aktiviert ihr ein Item, das eine Laufzeit von über einen Tag hat. 7 Tage in dem Fall. Und ich beweise euch, ich bin gerade online. Wenn ich nicht online wäre, könnte ich jetzt nicht chatten. Hier steht jetzt Hallo. Und jetzt gehe ich hier rüber. Und jetzt habe ich einen Disconnect. Wenn ich jetzt Hallo schreibe, dann passiert nichts mehr, weil ich bin jetzt nämlich offline. Diese Mausbewegung über dieses Item, weil es eine Laufzeit von über einen Tag hat mich gerade aus dem Spiel geworfen und mich disconnecten lassen. Und dieser Bug ist seit über 10 Jahren im Spiel und wurde bis heute nicht gefixt. Und ist einer der nervigsten Bugs aller Zeiten und extrem nervig. Und das waren meine 10 Gründe, warum ihr keinen Flive, in Anführungszeichen Flive PC, mehr im Jahr 2024 spielen solltet. Was ihr letztendlich mit diesen Infos macht, ist eure Sache. Und was ich nur sagen kann, Nostalgie ist natürlich ein großer Faktor, warum das Spiel immer wieder in die Gedanken vieler Leute zurückkehrt. Ich selbst spiele immer noch Flive, trotz dieser ganzen Gründe, sowohl Flive als auch Flive Universe. Also von dem her, trotz dieser negativen Gründe kann man immer noch Spaß dran haben und spielen. Aber man sollte sich natürlich immer bewusst sein, das Spiel ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und das habe ich euch ja heute damit aufzeigen wollen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Schaut auf jeden Fall in meinem Livestream auf Twitch vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.